Mit mir wartete eine Reisegruppe aus Österreich, die ihren Urlaub in Aqaba verbringen wollten. Die Leute trugen weiße, leichte Kleidung und Tropenhelme. Die sahen aus, als wollten sie auf Safari gehen. Scheinbar hatten die nicht begriffen, dass es in Jordanien um diese Zeit bitterkalt sein würde. Eine Frau beugte sich über meinen schlafenden Sohn und fragte mich vorwurfsvoll, wo ich denn mit dem Säugling hin wollte. »In die Wüste, ich will nach Hause.« »Wie alt ist denn Ihr Kind?« fragte sie daraufhin. »Heute auf den Tag 4 Wochen alt.« Die Frau schüttelte ungehalten den Kopf. Ich schaute hinaus, und als ich sah, wie gerade einer meiner Koffer von einem Gepäckwagen fiel, die Windeln über das Rollfeld flatterten und von einem Arbeiter mühsam wieder eingesammelt wurden, sank mein Mut. Verzweiflung ergriff mich. Mir wurde mit einem Mal bewusst, dass ich mir viel zu viel zugemutet hatte. Die Maschine hatte Verspätung und ich saß noch lange da. Aber als ich über den Wolken im Flugzeug endlich saß, das Baby im Arm und es gierig an der Milchflasche saugte, entspannte ich mich. Ich wurde regelrecht gelassen, denn in Amman würde Frank mich direkt am Flugzeug in Empfang nehmen und alles weitere regeln. Doch so kam es natürlich nicht. Nachdem das Flugzeug gelandet war, schob ich mich suchend durch die Menschenmenge. Aber so sehr ich auch meinen Hals reckte, Frank war nicht da. Ich wurde geschubst, es wurde gedrängelt und Konstantin begann in seinem Körbchen wie am Spieß zu schreien. Schließlich hatte ich die Halle mit den Rollbändern erreicht und kurz darauf sausten die Gepäckstücke in einer unglaublichen Geschwindigkeit an mir vorüber. Einer meiner Koffer hatte sich wieder geöffnet und Milchpulver rieselte in großen Mengen auf das Band. Ich war schweißgebadet und von Frank war weit und breit nichts zu sehen. Schließlich hatte ich meine 7 Sachen auf einen Wagen, den ich mir erstritten hatte, gehievt. Und als ich ihn in Richtung Zoll schob, sah ich Frank hinter der Scheibe wie wild winken. Aber die Tortur nahm kein Ende, denn der Zöllner wollte den Inhalt von allen Koffern sehen. Er bestand sogar darauf, dass ich sie selbst öffnete. Auch das Reisebett musste ich aufklappen. Nachdem er auch den Babypuder kritisch begutachtet hatte, machte er seine Zeichen und ließ mich stehen. Es gelang mir nicht, die Koffer wieder zuzumachen. Die Sachen waren alle durcheinander. Mit halb geöffnetem Gepäck, schwitzend, den schreienden Säugling im Arm, erreichte ich schließlich den Ausgang. Kurz darauf saßen wir 3 auf dem Weg zu unserem Hotel in einem Taxi. Alhamdulillah, strahlte Frank und küsste abwechselnd mich und unseren Sohn. Es war kalt in Jordaniens Hauptstadt. Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.